Ja, das ist sogar die Musik, mit der wir reinkommen. Warte mal, Wargames? Das erste Match ist gleich eins, was ich noch gar nicht kenne. Ich dachte jetzt kurz hier, wir wären in einem normalen Survivor Series Match. Aber anscheinend... Also sehen wir mal, ob das jetzt ein Wargames Match ist oder ein normales Ausscheidungsmatch. WWE Hall of Famer Justine. The last legacy superstar I remember debuting in Survivor Series was The Rock. No pressure, kid. Aber eins habe ich gelernt. Alle Samoaner sind irgendwie miteinander verwandt. Zumindest in der WWE. Hold on tight, we're about to witness one of the most anticipated Survivor Series matches in years. And one of the most anticipated debuts in years. This rookie superstar could be the second coming of her legendary Hall of Fame aunt, Justine. Don't get your hopes up, Saxton. By the looks of it, I'd say this rookie's here to blaze her own trail. So, ich muss Schaden an Rhea austeilen. Placing them into the corner, running hip attack. What impact? Oh, getting clubbed by the axe handle. Kick to the midsection. Na toll, selbst mitten im Match muss ich mal die Cam wegmachen wegen Sequenz. Hey! Na toll, jetzt habe ich mich verletzt. Ich glaube, das war mit uns. Was mit uns? Ja, bester Einstieg in unsere Karriere. And it looks like Charlotte Flair is determined to add insult to injury. Wait a minute, Hall of Famer Justine is here. We haven't seen Justine in a WWE arena for over a decade. One thing is clear, the WWE Universe is thrilled to see this venerated six-time women's champion here tonight in any circumstance. And it looks like Justine is just as thrilled to see them. Things might not have turned Ja, genau, Karriere vorbei. She's loving this crowd. I'm just hoping that Justine can get her knees. Könnte aber sein, dass wir dann wahrscheinlich jetzt erstmal verletzt sind und später wieder reinkommen. Also wir dann so richtig starten. Oh. Das war ja mal ein toller Start in unsere Karriere. Jetzt ist die Frage, wäre das auch passiert, hätten wir den anderen Weg eingeschlagen? Jetzt geht es wieder zurück zu Ruby. Yep. Die Damen von Team Raw haben Ausdauer und Power bewiesen und Team SmackDown im Survivor Series Match geschlagen. Glückwunsch an die rote Brand. Hat geholfen, dass Blake es uns leicht gemacht hat. Danke, Newbie. Oh, Charlotte hatte keine Zeit verschwendet und kommt direkt auf den Punkt.
Mir hat gefallen, dass sie wenigstens versucht hat, ihr eigenes Ding zu machen. Es muss schwer sein, mit Justine aufzuwachsen, so sehr ich sie liebe. Ah, deswegen habe ich wahrscheinlich verloren, ne? Ich habe keine Ahnung, ob das der Fall war. Warte mal, Social Media. Haben wir da irgendwas Interessantes? Nö. In Social Media gab's nix. Unser Ringdebüt war total, ja. Hätte besser laufen können. What was that about? I like to show off as much as the next person, but that was embarrassing. Don't talk to me like that. You certainly don't always have a perfect night. Wir wurden halt zwar unfair attackiert. Wo war denn da mein Backup, Liv? I'll talk to you how I want right now. You just spoiled the match for all of us. Don't expect this to blow over with the SmackDown women's locker room. The Raw women are gonna rub this loss in our faces for a long time. Alter, dein Arsch steht auf meiner Liste. Did you hear that pop? What? The sound of my ankle popping or my career imploding? Oh, how is that ankle? Or more importantly, how's that ego? Ankle's okay. Ego? That's another story. You really went for it out there, huh? Didn't hold back? The WWE Universe knows I'm related to a legend, and I wanted to make my own mark, but I got carried away. Shouldn't have done that. I've had enough coulda, woulda, shouldas to last me multiple lifetimes. It's not worth your time to live in the past. I wish I was medically cleared to fight. I would have decked Charlotte Flair for you. What was that you just finished saying about the coulda, woulda, shouldas? Oh, shush. One of the few perks of having a career-ending injury is getting to ask my knees. Warte mal, es gibt eine englische Variante von hätte, hätte, Fahrradkette? Can't. Right. Listen, I don't want to leave if you need to talk, but I got word that WWE management wants to chat before we head out. Something about the buzz online, whatever that means. You okay? If anyone taught me how to be resilient, it's you. I'm fine. I'll talk to you later. That's my girl. I'll find you in a bit. I can't say that was the debut we were hoping for. I don't know what happened out there. I wanted to make a name for myself based on my own talent. And you decided to do something showy, took your eyes off of what was happening, and let Charlotte blindside you. It's not my fault. You told me I had to make an impression in the ring. Listen, you get one brat moment with me and you just used yours up. Yes, you had to make an impression by doing your job, not trying to steal the show on day one. You're here because you're good, and you could be great. You could have gone out there and had a solid match, and that would have been enough, win or lose. But you bit off more than you can chew. Maybe you're right. Of course I'm right. I'm a WWE legend. I'll do my best at damage control. You're already off to a rough start with management. They weren't thrilled that you decided against wearing the tribute gear. Although maybe I can spin that, since it wasn't exactly the performance they would have wanted to be associated with Justine's legacy. Actually worked out for the best. Nope. They'll just associate it with little old me. I've already seen the chatter on social media. Great. You're worried about social media at a time like this? Get your head in the game. I'll see you at SmackDown, and we'll take it from there.
Okay, dann auf zu SmackDown. But what people forget is that for someone to win, someone else has to lose. It is better to win, though. Of course. Actually, speaking of winning, I have a few developments that Ruthless Digressions listeners will be thrilled to hear about. Oh, care to share with those listeners or your co-host? Like I told my niece at Survivor Series, patience, Robin, patience. Ich werde aber nur einen Storystrang zeigen. Also, wir werden vielleicht im Stream auf jeden Fall den anderen Weg auch noch gehen. Also Entscheidungen ändern oder so, falls es für ein Trophies wichtig ist. Aber ich konzentriere mich erstmal darauf, dass wir die Story gut durchbekommen. Und alles, was es da für Matches so gibt, so mitnehmen, die Nebenstorylines. Und dann machen wir auch den männlichen Charakter. Wahrscheinlich machen wir das so parallel zueinander. Mal gucken. Hey, ich wurde heute in ein Alle-Mann-an-Deck-Meeting mit dem Obersten gezogen. Wer weiß, wie lange das dauert. Mach's dir gemütlich, hol dir vielleicht was zu essen und ich stoße dazu, um dich auf den neuesten Stand zu bringen. Wenn ich fertig bin, willkommen bei SmackDown. Seit wann ist Holly eigentlich hier, Seit wann hat die den Titel? Was ist denn da los? Reden wir erstmal mit dem Champ. Hey, welcome to SmackDown. Thanks. You know, after what Liv said at Survivor Series, I wasn't sure if I'd be getting the warmest welcome today. Oh, you won't be. But I have a different perspective than the rest of the girls. In fact, I'm actually usually pretty rude to the newbies because, well, I don't want them coming for my SmackDown Okay. Championship. But I don't have to worry about you at all. I'd like a championship someday, but I plan to put in the work and build myself up to that. You're so funny! Someday, if your huge mistake at Survivor Series is any indication, I'll be in the Hall of Fame before you're even ready to think about challenging for the championship. Nothing to worry about here, so we can be friends. I think we're done here. Ich glaube, wir haben noch eine auf der Liste. Habe ich überhaupt... Nee, ich glaube, ich habe diesen Command nicht. Aber den müsste ich mal in die Liste packen. Aber ich habe so viele Sounds, keiner nutzt. Warte mal, wo habe ich den Sound? Wo habe ich den Sound? Wo habe ich den Sound? Den muss ich doch hier irgendwo abgespeichert haben.
Ich glaube, den habe ich hier nirgends. Aber ich finde ihn nicht. Ah, da. You just made the list! So. Hi, Tom. LJ, welcome to SmackDown. How you doing? I'm sorry that Survivor Series didn't go so well. Ich weiß nicht, ob das wegen dem Text so gut ist, hier die Cam zu haben. Yeah, not the debut I was hoping for. Well, you're here now, and have your whole career ahead of you. Listen, I may just be a cameraman, so I can't help train you, but I've been with WWE long enough that I pride myself on knowing how things work around here. Happy to answer any questions you might have. Wie komme ich an ein How Match? do I get a match? Well, you'll want to talk to Molly first so she can let you know what management has in mind for you. But generally, I've found that matches in WWE, whether they come from management or not, get booked in one of two ways: talking to people or checking your social media messages. Checking my social media? So you're saying I shouldn't try to go on a social media hiatus while I'm a WWE superstar? Definitely not. Even a dinosaur like me relies on that instrument of the devil. If you don't check your social media, both Ja, durch Social and Media direct messages, you might miss out on opportunities. Not everything there will lead kommen auch schon mal Matches but it's worth zustande. keeping up with what the WWE universe is up to. Ein WWE-Superstar ist selbst in den Social Medias ein WWE-Superstar. Sprich, alles, was er macht, das ist Arbeit für die. Ein Post zu schreiben ist Arbeit für die. Die müssen sich sozusagen sogar verbal auf Twitter mit den Leuten zoffen. Für die Show. Okay, so check my social media feed and direct messages. Got it. And what did you mean by talking to people? I mean just that. Aside from being booked by management, you'll find that chatting with other superstars, the crew, or even other backstage visitors can lead to opportunities. Sometimes people might have favors to ask of you, others might have bones to pick. You know how they say it's who you know? That's definitely true in WWE. Who you know and who you talk to. Huh, seems so easy. It is. Don't try to put too much on your plate, though. You can always tell somebody who wants a favor no and come back to it later, or diffuse a tense situation. But once you agree to something, you'll need to see it through. I understand. So take it one thing at a time. That makes sense. Any other questions? Or anything you'd like me to explain again? How do I improve my skills around here? It's just like the old saying goes, practice makes perfect. The more matches and experience you have in WWE, the better. From there, it's usually up to you to determine how you want to apply what you've learned, whether it's improving your strength, getting better at submissions, or putting more power behind your punches. You get the idea. You said it's usually up to me what I want to improve? Sure is. Occasionally, you'll find that certain kinds of matches will benefit you in a more specific sort of way. But if that's the case, you'll know that going in. Sports entertainer insight, I call it. Okay, cool.
Ich wüsste nur zu gern, hätten wir das Match gewonnen, hätten wir uns den Namen ausgeruht. Ich glaube, ich hätte mich dann nicht so ins Match reingehängt und eher meine Teamkollegen machen lassen. Any other questions? Or anything you'd like? What would you recommend in catering? Honestly, the tofu. Even if you eat meat, give it a try. The seasoning is incredible. Noted. Any other questions? Or anything you... Wow. Thanks, Tom. I think I have the info I need. Fantastic. Good luck tonight, LJ. I'm certain I'll see you around soon. Okay, auf zum Molly Holly. So, I know I didn't exactly get the best start, but I've got my head on straight now and I'm ready to go. That's great to hear. What do you have for me tonight? Now here's something that's less great to hear. WWE management thinks that after everything that's happened, we should take a beat before we put the spotlight back on you. Was? Don't worry. I took your advice to heart. I'm okay with starting small, out of the spotlight. I'm not expecting to main event right away. Good, because you won't be. I'm going to level with you. Backstage sentiment is not good right now. You may be a SmackDown superstar, but you've got an uphill battle if you actually want to be on the show. So, my match tonight is... Ich hab keins. Non-existent. What can I do? I don't want to just sit in catering. No one does. But this will all blow over. My advice until then? Find some way to make an impact. Be so good in the ring that they can't deny you. How am I supposed to do that if I can't get... Das wollte ich gerade Said I sagen. couldn't get you a match on SmackDown. There are other opportunities to wrestle. Actually, I can pull some strings and get you on main event. You'll need to find an opponent, though. Most of the roster is pretty busy with commitments on SmackDown, and I don't have time to play matchmaker. Pretty busy or pretty mad at me? Main Event existiert noch? Yeah, I may have heard those rumblings. Although, have you met Ava Moreno yet? She's pretty new to SmackDown too, and also would have something to gain with a good showing on main event. Also ich weiß nämlich, dass es neben SmackDown und Raw gibt's ja noch NXT. Aber vorher gab's auch noch Main Event oder Vengeance oder irgend sowas. So ein Nebenprodukt. Oder Heat. Wo halt Wrestler Matches haben, die halt ja für die großen Shows einfach nicht, ja. Man wusste mit denen nichts anzufangen. Das sind da sind meistens auch Matches ohne große Storyline. Aber ich dachte, sowas gibt's gar nicht mehr. Sowas gab es damals, wo ich es damals hieß es noch Premiere, heute heißt es Sky. Ich hatte ja mal damals, ich sag jetzt Premiere, weil damals war es Premiere, wo ich es hatte. Und da habe ich halt WWE geschaut. Das war auch die Zeit, wo ich angefangen habe, die WWE zu verfolgen. Ich bin froh, dass die von Sky komplett weg sind. Nee, später haben sie nur noch Großveranstaltungen über Sky gehabt. Jetzt mittlerweile die Shows. Kennst du auch noch? Ich sag's halt nur so. Die großen Shows, SmackDown, Raw, NXT, jetzt sogar NXT, kann man im deutschen Fernsehen schauen. Auf Pro7 Max. Jetzt mache ich mal ein bisschen Schleichwerbung. Am Mittwoch, 22 Uhr Raw, Donnerstag, mittlerweile, also seit letzter Woche, Donnerstag, 22 Uhr NXT und Samstag, 22 Uhr SmackDown.
Und wenn man Pay-Per-Views schauen will, dann hat man halt die WWE-Seite, also das WWE-Streaming-Dingens. Kostet 10 Euro im Monat, aber man kann dafür alles schauen, was die dort anbieten. Das heißt, man kann alle Großveranstaltungen schauen, selbst wenn sie ein bisschen älter sind. Ich erinnere mich noch an die Zeit zurück, da konnte man für 15 Euro sich eine Großveranstaltung kaufen für 2 Tage. Das heißt, man hatte die 2 Tage dann Zeit, es zu schauen. Ich hatte in den 2 Tagen, wo ich es mir geholt hatte, richtig schlechtes Internet. Ich konnte nicht permanent durchschauen. Das heißt, ich habe mal 15 Euro für nichts weggepfeffert. Ich bin froh, dass das jetzt wirklich besser gehandhabt ist alles. Die heutige Zeit, also wer sagt, früher war alles besser, ist so ein Scheiß. Das ist gelogen. Nicht alles ist besser gewesen damals. Heute ist so vieles einfacher. Animes ist schon beste Beweis. Man kann Animes jetzt live mitverfolgen. Naja, solange es nicht der schlechteste Anbieter aller Zeiten sich geschnappt hat. So, aber genug davon. We've met. I'm not sure she wants to work with me. Neither of you have to work with anyone. You just have to show up and fight each other. Aber ich glaube, Sky ist auch nicht mehr ganz so teuer. Es gibt ja jetzt mittlerweile auch Sky Now. Lean into it. No one said the match had to be friendly. Was glaube auch 10 Euro kostet im Monat, dann kann man auf Abruf, glaube ich, irgendwelche Sachen schauen. Es ist halt wie dann. Damals konnte man so Walking Dead wenigstens dann schauen, wenn es neue Folgen gab oder so. Damals lief es auf Sky, jetzt mittlerweile. Weiß gar nicht, wer hat die Rechte von Walking Dead? Wer streamt die aktuellste Staffel, wenn sie raus ist? Ist es Disney Plus? Ich weiß, die haben Walking Dead die ganzen Sachen, aber jetzt Staffel, ich weiß nicht, gibt's schon eine Staffel 12 oder ist die ich glaube, die ist erst noch in Mache, die ist noch nicht draußen, ne? Well, if it isn't little Justine. I would say I'm sorry how your big debut turned out, but I don't like to lie. What do you want? Let's cut to the chase. I want a match on main event. Molly said she can get me one if I find an opponent. It sounds like getting that exposure could help both of us. Are you interested? Sure. Great. That was actually easier than I thought. Oh, but let me be clear. I want a match on main event, but not one against you. I want to make an impact here in WWE and make my matches count. It doesn't help me at all to defeat some jobber. What did you just call me? If I wasn't perfectly clear at Survivor Series, I like people who've come up the right way and paid their dues. Not nieces who get handed special treatment because of what family they're a part of. And if that wasn't enough, I certainly don't like you after you proved me right and made a mess of things. Regardless of what you think of me, I don't see how just sitting around and complaining is going to change anything. I know as well as you do that no one else in the locker room is going to help you. You want a match with me? Prove that you have what it takes when you have to work for an opportunity. Pay some dues and stop waltzing around expecting special treatment. I don't waltz. We can agree to disagree, LJ. Es läuft nicht gut für uns. Ich sehe mir heute SmackDown an. Hals- und Beinbruch. Sollst du der Konkurrenz zufügen, meine ich. Was das angeht, ich hab's verbockt.
Ich hab's verbockt, ich muss mich noch der Survivor Series wohl beweisen, um in die Show zu kommen. Es sollte kein Problem für dich sein, dich zu beweisen. Du bist talentiert und fleißig. Wie ist der Plan? Dann versuche ich wohl mal ein Match beim Main Event zu bekommen. Siehst du, ich wusste, du hattest schon mal eins. Schon vergessen? Ich weiß, dass du klug und talentiert bist. Und dich in der WWE-Maschinerie zurechtfinden findest. Es hat niemand gesagt, dass es leicht wird. Ich muss übrigens mal einen Begriff erklären: Jobber. In der WWE bezeichnet man Jobber die Leute, die in den Ring kommen, nur um dann auf der Matte zu liegen. 1, 2, 3. Sprich, die gewinnen nie. Die dürfen auch nie gewinnen. Die sind nur dazu da, um andere zu pushen. Also in der WWE hat man zum Beispiel auch Riesen, ne? So wirkliche 2 Meter noch was Riesen. Richtige Kraweltsmänner. Und die bekommen immer solche No-Name-Gegner, nur um dann zu zeigen, wie krass stark der große Mann ist. Die tun mir dann immer leid. Warum gehen wir nicht einfach raus, nerven jemanden, bis wir ein Match gegen ihn bekommen? Also, so machen die das doch. Was ist das für ein Zeichen?